am Hochsitz. Wir machen da gerade eine Hochsitzfreischneide. Also in Wahrheit machen wir Revierarbeiten, aber wir haben uns da jetzt in der Zwischenzeit auf den Hochsitz gesetzt, eben weil es so regnet, und vertreiben uns die Zeit. Ich mit Filmen und der Martin mit Freischneiden von ungeliebten Ästen. Ja. Der Rehbock ist schon wieder am Weg Richtung Wald. Ja, das hinten. Ja. Weidmannsheil, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Die Freunde waren also unterwegs, um Revierarbeiten zu machen, als sie plötzlich die Regenfront erwischt hat und sie am Romantik-Hochsitz, ironisch nach dem Standort direkt neben der stark befahrenen Landstraße benannt, Deckung fanden. Was liegt näher, als die Zeit nach getaner Arbeit zu nutzen, um nach Böcken zu platten? Das ist springen, ja. Die Musik schien so bezaubernd zu klingen, dass dieser junge Sechserbock schlussendlich über eine große Strecke den Fiepen folgte, um dann direkt vor dem Hochsitz nach der Geiß zu suchen. Da wir vermeiden wollten, dass der Rehbock im Liebesrausch plötzlich über die Straße setzt, hörten wir zu Fippen auf und beobachteten weiter das Geschehen. Was für ein herrlicher Anblick, der vom Regen nass triefende Rehbock, dahinter der Regenbogen. Wie aus dem Nichts stand plötzlich ein alter Rehbock auf der Wiese. Die Straße bildet bis zum Waldrand mit ein paar Feldern und Wiesenstreifen auf unserer Seite einen schmalen Jagdeinschluss des Nachbarreviers.
Es dauerte nicht lange, bis sich der junge Sechserbock doch wieder für die Geiß in seinem Einstand entschied und wegzog. Da schaut er drin. Was ist das? Ein Glas? Es goss aus Kübeln und die nächste Regenfront war auch schon im Anmarsch. Ein Abbäumen hätte wenig Sinn gemacht, denn dabei wären wir in wenigen Sekunden bis auf die Haut nass geworden. Aufgrund des Regentreibens hatten wir auch kein Problem, weiterhin am Hochsitz zu verweilen. Die Frage ist einer der Gute. Der junge Sechserbock hatte schließlich die echte Geiß gefunden und sprengte sie in weiten Sätzen über die Wiese. Unser Interesse galt aber weiterhin dem alten Bock über der Straße. Nein, lass uns Auto vorbei. Wir versuchten, diesen alten, aber in der Trophäe sehr schwachen Bock zu uns herüberzulocken. Irgendwie schien ihn unser verlockendes Fippen nicht zu interessieren und ich gab die Hoffnung auf. Jetzt, Wenn er mal Mo macht, ne? oh ja, jetzt hat er aufgerufen. Während wir den alten Bock und sein Verhalten beobachteten, machten wir einen anderen Bock mit unseren Fippen neugierig. Und was für einen. Nimm es quer, das ist ein kapitaler Bock. Gib her, alles quer. Oder willst du ihn schießen? Na, das ist ein kapitaler Bock. Willst du ihn schießen? Nein, das ist ein kapitaler Bock. Ja, Bist drauf? ja. Prumpft. Wow. Unbekannter Bock. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist ein Zehner, gerade ein Zehner. Ich glaube, der hat links vorne und links hinten so lange. Also meine Lieben, der Romantik-Hochstand bietet immer vollkommen unerwartete Erlebnisse. Hier habe ich schon einen meiner allerbesten Böcke geschossen, den ich überhaupt nicht kannte. Und jetzt sitzt man da und fiepen einen Bock nach dem anderen her. Und auf einmal kommt so ein, eigentlich vom Wildbret her relativ schwacher Bock. Also ist kein starker Bock. Aber hast sofort gesehen, der hat ein Alter. Auf dem Fieb, aber wie am Schnürl. Der Robert hat ihn gerade noch beim Anwechseln sozusagen reinkriegt, aber nachdem der hat schon aufgeworfen hat und schon gehabt, da gab es jetzt kein Warten mehr. Weil das ist wirklich ein toller Bock. Ein toller Bock. Ein toller Bock. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Also, der wird schon, wenn man dort hingeht. So, meine Lieben, jetzt geht's zum Bock. Ja, Wahnsinnsbock. Also wirklich. Ich meine, was ich durch die Kamera gesehen habe, ist es ein Wildbock. Wirklich. Und ich gehe jetzt vor. Jetzt kommt der große Regen. Martin! Martin! Jetzt kommt der große Regen. Ja, dann schauen wir, dass wir geschwind beim Boxen. Weil heuer ein wunderschöner Sommer. Es hat, glaube ich weiß es nicht, 10 Grad.
Jetzt kommt der Landregen, super. Ich hoffe, die Kamera hält es aus. Ich gehe mal zum Rehbock und dann schauen wir, was der Martin für Augen macht, wenn er bei seinem Bock steht. Er hätte mich den Rehbock schießen lassen. Er hätte mir den Rehbock schießen lassen, aber ich habe den Rehbock durch die Kamera schon angesprochen und ja, ich sage, ich habe schon so viel Rehbock geschossen und es freut mich riesig, wenn mein Freund so einen Rehbock schießt und da ist er. Bevor der große Regen kommt. Bitte schaut euch diesen Bock an. Ist das ein Wahnsinn? Ist das ein Wahnsinn? Wow! Ein Wahnsinn! Ein Wahnsinnsbock! Ja, super! Super, Burli! Mein Gott! Wow! 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 Wird uns hell. Unglaublich! Unglaublicher Bock. Hm? Na, Baum! Ja, Wahnsinn! Gott! Ganz tief sitzt der. Ja, Ganz tief. Wow, was für ein Bock. Hm? was für ein Bock. Wird uns hell. Weidmanns Dank, mein Lieber. Wahnsinn. Danke, dass du mich begleitet hast. Es ist in der Tat einer von den sehr bemerkenswerten Böcken, die ich da in dem Revier erlegen darf oder durfte. Unglaublich. Ich kenne den Bock nicht. Und das sagt schon alles. Also selten, dass ich einen Bock in meinem Revier nicht kenne.